Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Express. Heute mit einem ganz, ganz wertvollen Hinweis hier, und zwar, wie wir eigentlich statische Dateien delivern können, sozusagen. Und zwar, ja, Teil 1. Es gibt mehrere Arten, Dateien zu übermitteln, aber es geht natürlich hier um so Sachen wie Bilder, um so Sachen wie Style-Sheets und so weiter und so fort. Und deswegen mache ich hier mal einen neuen Ordner, und die Konvention ist, dass man hier tatsächlich das ganze Ding Public nennt, zumindest in diesem Fall jetzt, denn alles, was ich hier drin speichere, ist am Ende Public. Ich mache jetzt hier mal Folgendes, und zwar, ich erstelle ein neues Style-Sheet, und zwar nennen wir es jetzt einfach mal style.css. Und hier rein mache ich zum Beispiel ein div, wir machen ja momentan alles mit H1. Das heißt, ich sage hier, H1 soll bitte irgendwas richtig Knalliges, soll die Color, sagen wir doch einfach mal Color Blue haben. So, das ist jetzt natürlich nicht eingebunden oder sowas, aber es ist ein Style-Sheet und man braucht Style-Sheets, um eine eine Webseite vernünftig darstellen zu können in den meisten Fällen. Okay, deswegen sagen wir jetzt hier, okay, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch Bilder drin habe und so weiter und so fort, ich will die ja alle zur Verfügung stellen. Ich will zum Beispiel, sagen wir einfach mal, eine Website schreiben, wo ich einfach nur quasi Blogartikel schreiben muss in Form von Dateien, die Dateien da rein droppe, und schon möchte ich, dass all diese Dateien da zu sehen sind, dass die öffentlich verfügbar sind. Und hier gibt es etwas ganz, ganz Tolles, und zwar App.use. App.use ist sozusagen die Funktion, die wir brauchen, um Express, die Middleware zwischen Express noch darzustellen. Das heißt, App.use, können wir uns gerne mal angucken. App.use lädt eine spezifizierte Middleware-Funktion bzw. Funktion an einem beliebigen Pfad. Und wir können hier auch einen Pfad angeben. Der Standard ist der / für den Root Path, aber wir können das auch angeben für uns. Und was das genau bedeutet, will ich euch kurz zeigen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Funktion hier sinnvoll zu benutzen. Zunächst einmal, wenn wir hier drüber hovern, sehen wir auch, wie wir das Ganze eigentlich darstellen sollen. Und wir geben jetzt hier einfach mal die Funktion an, die wir hier ganz gerne laden würden, die wir als Middleware verwenden würden, die quasi zusätzlich noch geladen wird für unsere Website. Und das bedeutet, oder für unsere API in dem Fall, das bedeutet, wir sagen hier einfach Express. In unserem Fall mal ganz kurz Static, denn es geht ja heute um statische Dateien. Wie gesagt, Rest machen wir noch. Und sagen jetzt hier, okay, welcher Pfad ist es denn? Welchen Pfad möchtest du denn eigentlich liefern? Und das wäre in meinem Fall der Public-Pfad, den ich hier als Root Directory festlege. Das heißt, alles innerhalb des Public-Ordners ist ab sofort als statische Datei verfügbar. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz, wobei wir könnten eigentlich auch hier wahrscheinlich Express aufmachen. So, nee, können wir nicht. Okay, schade. Wäre jetzt so einfach gewesen. So, also wenn das richtig verlinkt gewesen wäre, wo ist denn Express? Hier ist Express. Und hier gucken wir uns nochmal ganz kurz die Index, beziehungsweise nicht die Index, sondern die Express.json an. Und hier sehen wir Exports, wo ist es? Exports.static, also quasi die App.static, also Express.static ist gleich require serve static. Und serve static wiederum ist hier in diesem Fall genau diese Middleware, die wir uns hier angucken können, die wir hier tatsächlich gerade nicht finden. Aber ja, serve static ist, wo ist denn das Ding? Da, serve static ist hier unten. Das ist im Endeffekt eine Bibliothek, die euch erlaubt, vernünftig die einzelnen Dateien als Dateien wirklich anzeigen zu lassen. Um jetzt zu lange da drin zu verweilen, ihr könnt euch da gerne selber noch umgucken. Serve Static macht Folgendes. Wenn ich jetzt hier diese Webseite aufrufe und hier drin auf style.css gehe, dann bekomme ich hier meine style.css-Datei geliefert. Wenn ich hier drin irgendeine Datei speichere, also irgendeine Datei in meinem Public-Ordner, wenn ich da was reinspeichere, dann wird die öffentlich zur Verfügung gestellt. Kleines anderes Beispiel. Ich kann das selbstverständlich auch mit Node-Modules machen. Und da kommen wir auch schon direkt zum, warum das ganze Ding auch ziemlich gefährlich sein kann. Wenn wir unter Node-Modules das Ganze machen, gibt es natürlich keine style.css mehr, aber dafür habe ich zum Beispiel in Express die index.javascript. Das heißt, ich gehe jetzt hier express/index.javascript und wir sehen hier die index.javascript-Datei 1:1 einfach abgedruckt, so wie sie tatsächlich zur Verfügung gestellt wurde. Und das bedeutet wiederum, ich kann mir hier relativ einfach alles, anschauen,
und jegliche Datei laden und die Ordnerstruktur wird übernommen. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich hier in zum Beispiel /node-modules/express/index.javascript gehen muss, so wie es eigentlich hier in meinem Ordner drin ist. Also eigentlich muss ich ja Node-Modules und dann eigentlich Express und dann Index.javascript. Dadurch, dass ich aber gesagt habe, ich will die Node-Modules laden, wird angenommen, okay, Node-Modules ist mein Root-Ordner, also mein Slash. Also quasi hier gesagt, Node Modules gleich Slash, sozusagen, ja. Und alles, was in Node Modules drin ist, wird dann hier zur Verfügung gestellt. Und ja, hier sind Ordner drin, also Express ist zum Beispiel ein Ordner, ja super, dann kann ich auf express/index.javascript zugreifen. So, und jetzt, warum ihr das auf gar keinen Fall tun solltet, denn ja, hier ist natürlich serverseitiger Code. Und wenn serverseitiger Code geladen wird, dann haben wir da relativ schnell eine Schwachstelle. Deswegen seid bitte sehr vorsichtig, was genau ihr hier eigentlich öffentlich stellt. Deswegen gibt es, wie gesagt, immer diesen Public-Ordner, denn was da drin ist, das weiß jeder, das ist eigentlich Public, also sprich für jeden verfügbar. Da kann jeder mit dem passenden Dateinamen einfach so auf die Datei zugreifen. Das ist im Fall von der von der style.css überhaupt nicht schlimm, weil die so oder so übermittelt werden muss, wenn ich irgendwie eine Datei oder irgendwas schön anzeigen lassen möchte. Während, wenn da jetzt zum Beispiel irgendwelche Datenbanken drin sind oder irgendwelche Konnektoren für Datenbanken, die auf irgendwelche Passwörter zugreifen oder gut, meistens normalerweise mit Environment Variables, aber trotzdem, man kann sehr schnell sehr viel kaputt machen, wenn man hier zum Beispiel sensible Dateien reinspeichert. Und dementsprechend seid hier bitte sehr vorsichtig, was ihr in den Public-Ordner reinpackt, aber für Bilder oder für CSS-Dateien, für manche Dateien, die ihr einfach so übermitteln wollt, ist das wunderbar. So, das ist jetzt natürlich nur ein Teil und wie gesagt, der ganze Ordner wird hier übertragen, also ist völlig egal, was ich hier alles reinpacke. Ich muss mich nicht mehr drum kümmern. Wenn ich das in Node rein Node machen würde, ohne Express, müsste ich jede einzelne Datei richtig quasi anlegen und müsste die übermitteln. Das ist absolut furchtbar. Jetzt haben wir aber natürlich immer noch ein Problem. Hier unten müssen wir immer noch in HTML schreiben und das ist nicht ganz so geil und das gucken wir uns danach mal kurz an.